mi manda in paranoia, stampo e faccio un get out. Se corri come me o corri con me, magari io e te lo sai. Potremmo star soli da me, magari stanotte buttarci in spiaggia con un narghile. Vieni con me, cerchiamo un altro club, solo io e te, dai. Oh, sai ci sono cose che non vanno dette, non vanno dette, no, ci sono cose che non vanno dette, non vanno dette, non vanno dette, no, ci sono cose che non vanno dette, non vanno dette, non vanno dette, dette, dette. Heute im Test haben wir mal wieder was Neues von der Firma DSP. Ein Label, was sich spezialisiert hat auf Directional Surfboards. Die machen mittlerweile auch Surf-Foilboards und Wing-Foilboards. Aber hier erstmal ein alter Bekannter, das Afterbang. Ein reinrassiges Freestyle-Board mit einem exzellent leichten Gewicht. Wir haben hier ein Board mit 1,52 m mit einer 46er Breite. Und das Board wiegt alleine in dieser Infusions-Kohlefaserbauweise 2,05 Kilogramm. Das ist so im Durchschnitt 1 Kilo leichter als die Mitbewerber in diesem Rahmen. Klar, man muss dazu auch beim Gewicht natürlich sagen, diese Boards hier sind jetzt gewachst. Wenn man jetzt ein EVA drauf rechnet, je nachdem welches Modell man da nimmt, kommen nochmal 200 bis 400 Gramm dazu. Und auch wenn man die Finnen hinzurechnet, ein durchschnittliches Thruster-Set wiegt ungefähr 200 Gramm. Das muss man dazu rechnen. Das Ganze ist mit einem vollständig abgesenkten Deck konstruiert. Ist in der Mitte halt insgesamt sehr dünn. Die Rails sind halt dicker gehalten, aufgeblasen, so dass man hier eine richtige saubere runde Kante geshaped hat mit einer leicht verrundeten Tucked Under the Edge. Diese ist durchgehend bis ins Tail, bis ungefähr auf der Höhe der Thruster-Anordnung im Tail. Ausgestattet wird das Ganze hier mit einem Thruster-Set. Die Finnen sind nicht inklusive. Und montiert wird das Ganze in einem Future-System. Vom Shape her ist es simpel und einfach gehalten. Wir haben wie bei einem klassischen Shortboard-Design vorne ein leichtes Konkav, was in der Mitte tiefer wird und dann wieder zum Tail hin leicht ausläuft. Das, was sich vom Shape im Verhältnis zum Vorgänger geändert hat, ist natürlich diese Diamond Nose, die war vorher einfach runder gehalten. Und auch das Tail ist konzeptionell leicht verändert worden. Die Rockerlinie ist insgesamt etwas erhöht und beträgt jetzt 3,2 cm. Man sagt ja gerne, diese Boards sollten möglichst flexen. Wie gesagt, halt, das ist das einzige Label, bei dem wir wirklich auch sichtbar einen Flex feststellen und den man auch beim Fahren spüren kann. Bei Boards mit Stringern oder Sandwichboards mit Wood Sandwich oder dergleichen, die sind in der Regel so steif, dass man da nichts spürt und eigentlich auch nicht wirklich etwas messen kann, was den Flex angeht. Klar, es ist hier ein reinrassiges Freestyle-Board, dementsprechend ist das Ganze ohne Insatz für Fußschlaufen. Auch mit der etwas erhöhten Rockerlinie sorgt das Afterbang hier stets für gute Angleitleistung. Man muss aber klar erwähnen, dass die Angleitleistung im Verhältnis zum Vorgänger minimal schwächer ausfällt, wenn man das Ganze inaktiv angeht. Das heißt halt speziell durchgehend die Rockerlinie im Verlauf belastet. Auf diesen Punkt gehen wir aber später nochmal genauer ein. Ein essentiell wichtiger Punkt bei Freestyle-Boards ist natürlich die Beschleunigung. Die ist weiterhin hier exzellent. Man kommt hier sehr schnell auf hohe Geschwindigkeiten, um sofort zwischen den einzelnen Wellen genug Geschwindigkeit zu haben, um jeden Kicker und dergleichen mitnehmen zu können. Das Board ist auch zu dem Vorgängermodell, was wir getestet haben, 2 cm schmaler geworden, was den Kantendruck etwas präziser werden lässt, gerade auf dem Armwindkurs, und die seitliche Abdrift hier etwas besser gemindert wird. Plan gestellt über die Finnen oder auch mit einem leichten Kantendruck lassen sich hier gute Armwindleistungen erzielen. Einerseits hat sich die Rockerlinie ein klein wenig erhöht auf 3,2 cm und wir haben halt ein Konzept auch mit einer durchgerockerten Bodenkurve, was dem Afterbang zu einer
für ein Strapless Freestyle Board einer wirklich fast einzigartigen Drehfreude führt. Ob man hier engste Radien, rund gesteuert, lang gezogen, probiert die Geschwindigkeit zu halten in der Welle, das ist hier alles ohne Probleme möglich. Schafft man es hier ganz leichte Lastwechsel vom vorderen auf den hinteren Fuß immer angepasst zu setzen, so hat man hier eine wirklich nicht enden wollende Geschwindigkeit. Das Board ist immer am Laufen und lässt sich halt jederzeit halt sauber, gut und sehr variabel aussteuern. Die notwendigen Lastwechsel, die ich gerade beschrieben habe, sind fein zu setzen und sind auch nur in einem kleinen Teil anzuwenden. Das heißt, wir haben hier eine optimale Belastung zwischen Top-Turn und Bottom-Turn zwischen 70-30, sprich halt 70% auf dem hinteren Fuß oder 30% auf dem vorderen, oder 60-40. Also wir haben hier so eine 10%ige Variabilität in den einzelnen Lastwechseln, die man für das optimale Nutzen dieses Brettes vollziehen muss. Alles, was man für außergewöhnliche Sprungeigenschaften bei Strapless Freestyle Boards braucht, bringt das DSP Afterbang absolut mit. Wir haben einerseits halt das momentan leichteste Gewicht, also hier liegt in dieser Konstruktion und in der Art dieser Boards nur F1 noch mit in diesem Level um die 2 Kilo, reines Rumpfgewicht. Alle anderen Modelle sind da etwas schwerer. Wir haben halt natürlich eine gestreckte Outline, leichte Verrundung nur der Outline und eingekürztes Tail und auch Nose, damit das Ganze auf eine kurze Boardlänge kommt, schnell rotieren kann. Und hier dieses abgesenkte Deck mit der flachen Deckslinie bringt halt sehr viel Gefühl beim Springen in der Luft. Also man hat das Gefühl, das Brett klebt förmlich an den Füßen. Einzig bei sehr hohen Sprüngen ist das Unterwasserschiff aufgrund der eher klassischen Shortboard-Struktur nicht ganz so schnell mit einer Führung versehen wie zum Beispiel ein gechanneltes Board wie ein Provoke oder andere, die da einem ähnlichen Konzept folgen, die dann noch schneller in der Spur sind. Das ist das Einzige, was man beim DSP erwähnen könnte, was nicht hundertprozentig optimal ist. Die spielerische Leichtigkeit, mit der sich das Board allerdings in der Luft bewegen lässt, ist ziemlich unerreicht. Das DSP Afterbang ist aber nicht nur ein sehr gutes Strapless Freestyle Board. Es eignet sich genauso gut halt optimal für kleine Wellen in der Ostsee, weil es den Schub der Welle sehr gut mitnimmt. Aber auch, wie einer der Tester sagte, halt, wenn man mal kein anderes Brett zur Hand hat, lassen sich auch gute Tage an der Nordsee damit anständig bedienen. Das liegt natürlich auch daran, dass das Board etwas schmaler geworden ist. Beim Rail-to-Rail-Fahren braucht man hier deutlich weniger Kraft als beim Vorgänger. Dementsprechend ist hier der Einsatzbereich vom Körpergewicht, fängt hier auch mühelos bei 60 Kilo an und eignet sich gut auch für Fahrer bis 90 Kilogramm. Schaut man auf das notwendige Fahrkönnen, so geht es ein bisschen DSP-typisch ab. Man bekommt, wenn man jetzt als Directional Einsteiger dieses Board nutzt, durchgehend gute Fahrleistung. Das produziert es ohne besonderen Einsatz oder auch Aufmerksamkeit, was Lastwechsel und dergleichen angeht. Möchte man allerdings die gesamte Performance des Afterbang abrufen, so braucht es ein klein bisschen Feinfuß, etwas Erfahrung in diesem Bereich, um das Board halt richtig von dem vorderen zum hinteren Fuß ansteuern zu können. Das ist immer ein wenig dieser durchgerockerten Bodenkurve, die DSP verwendet, geschuldet. Da kann man nicht einfach nur gerade drauf stehen und erwarten, dass das Board halt von alleine einfach über ein Flat im mittleren Teil sauber läuft, sondern man muss immer, je nachdem wie die Neigung des Wassers ist, ein klein wenig anpassen. Und schauen wir zu guter Letzt nochmal auf die Bauweise und das Gewichtsstabilitätsverhältnis. So gehört hier DSP mit dem Afterbang mit Sicherheit mit zum Besten, was man heutzutage überhaupt bekommen kann. So ist das hier ein echter Spaßbringer, wenn es darum geht, den Kompromiss zu finden zwischen Strapless Freestyle und engem Surfen an der Welle.